Amen. Amen. Question and answers tomorrow. Die Fragen- und Antwortstunde morgen. But I did have a question, Aber ich habe eine Frage or a couple of bekommen questions that were given to me. oder mehrere Fragen, die mir gegeben wurden. It's to do with the terminology that we use for the waymarks. Handelt hier um die Begriffsbenutzung, die wir für unsere Wegmarken benutzen. What we've tended to do Was wir dazu neigen, was wir tun, is take terms that are given to us in inspiration, ist, dass wir Begriffe benutzen, die uns in der Inspiration gegeben werden. and we've tended to use them both at a large level and also at a fractal level. Und wir benutzen die auf großer Ebene, aber auch auf der Ebene des Fraktals. So of course, if we're going to create a line such as this, Also wenn wir eine Linie wie diese hier kreieren, which is a line at quite a large level, it's the line that we might call Adventism. welches eine relativ große Linie ist, das ist die Linie, die wir des Adventismus nennen können. Line of the last 6 verses, the line of the time of the end. Die Linie der letzten 6 Verse oder die Linie der Zeit des Endes. All of the titles that we have for these waymarks have been given to us. We didn't create them. Alle die Titel dieser Wegmarken, die uns gegeben wurden, die haben wir nicht kreiert, die wurden uns gegeben. Now, what we have done, Was wir getan haben, and we spoke about this in the question and answer, wir haben darüber in der Frage und Antwort gesprochen, is discuss the subject of scales or That- scalability. dass wir die Möglichkeit des Skalierens, also Vergrößern und Verkleinern, besprochen haben. And I discussed that in the context of the individual person going all the way up to the world. Und ich habe das behandelt oder besprochen, dass es von einer individuellen Person bis hin zur ganzen Welt gehen muss. So once you start thinking about scalability, which we call fractals, Also wenn wir darüber nachdenken, was wir dann auch Fraktale nennen, dieses what you Konzept, do is you shrink histories or you expand them. was man da tut, ist, dass man einfach Geschichten verkleinert oder vergrößert. What we have tended to do Was wir dazu geneigt haben, is keep the nomenclature the same. ist, dass wir die Namen oder so das Gleiche behalten. So the titles of the waymarks remain consistent. Also die Titel der Wegmarken bleiben konsistent. And obviously that causes problems, Und natürlich verursacht das Probleme. or what we might think inconsistencies. Oder was wir auch Unbeständigkeiten nennen können. Now, if we were to change the waymarks, the titles for them, Also wenn wir jetzt den Namen der Wegmarken ändern würden, as we move from one scale to another, wenn wir von einer Ebene zur anderen gehen, the problem with doing that is people would struggle to be able to link or connect a waymark at the small scale compared to the big. ist, dass die Leute dann die Schwierigkeit hätten, diese Wegmarken auf einer kleineren Ebene dann mit der gleichen Wegmarken auf der größeren Ebene zu verbinden. This is the large scale, Das ist zum Beispiel hier die große Ebene and this is the small scale. und das ist die kleine Ebene. So this waymark An diese Wegmarke would be this one, wäre jetzt diese Wegmarke and this would be this one. und diese wäre diese. Now, whatever this waymark is here, Und was auch immer das für eine Wegmarke hier ist, we can see it becomes the same one. dann wird es hier das Gleiche. We're going to do this in a minute. Wir werden das in einer Minute tun. When we do these scales, Wenn wir diese Ebenen kreieren, the problem that we face das Problem, was wir da haben, is that this line dass diese Linie hier isn't some independent or imaginary line or imaginary history. dann ist es keine imaginary, imaginäre Linie oder imaginäre Geschichte. It's real life. Es ist das wirkliche Leben. This line is real life, Diese Linie ist das wirkliche Leben and so is this one. und auch diese hier. So this is the line Also das ist die Linie of that large
group of people that we call the world. Dieser großen Ebene ist es die Gruppe, es ist die Welt. They start and they end. Sie fangen an, sie enden. In terms of this model, Matthew 13, In Bezug auf diesen Modell hier, Matthäus 13, starts here, es fängt hier an, they live, sie leben, they die, sie sterben and they're harvested. und dann sind sie geerntet. And all of this is happening where? Und wo passiert das alles? In the field. Im Feld. And the field is the world. Und das Feld ist die Welt. If you're okay with that? Ich hoffe, wir sind damit so okay. So this is that story of the world. Das ist also hier diese Geschichte der Welt. Now that same story Und diese gleiche Geschichte is going to happen somewhere else. passiert jetzt auch woanders. Where else is that going to happen? Wo passiert sie denn noch? In the church. In der Gemeinde. Christ Object Lessons, Christi Gleichnisse, page 70 in the English, Seite 70 im Englischen, says it's not the world, sagt, dass es nicht die Welt ist, it's the church es ist die Gemeinde in the world. in der Welt. That's how we need to understand that. Das ist, wie wir das verstehen müssen. And if you just take the principle, Und wenn ihr einfach nur das Prinzip nehmt, first the church, als, then the world, als erstes die Gemeinde, dann die Welt, then you would know that the church is going to go through this experience dann before the world will. würde man wissen, dass die Gemeinde vor der Welt durch diese Erfahrung hindurchgeht. So if this is a story of the world, Wenn das eine Geschichte der Welt ist, this is the story of the church. dann ist das die Geschichte der Gemeinde. It's going to follow the same pattern. We've seen that from that parable. Es folgt einfach dem gleichen Muster. Wir haben das in diesem Gleichnis gesehen. But what happens Aber was passiert? is that the church is addressed before the world is. Dass die Gemeinde gehandhabt wird, bevor es an die Welt geht. So this end here, Also dieses Ende hier, if we look at that model, wenn wir dieses Modell betrachten, which we've reproduced here, welches wir auch hier aufgezeichnet haben, the end das Ende is the second advent. ist die Wiederkunft. And therefore this end Und deswegen ist dieses Ende, would be what? wäre dann was? The second advent. Die Wiederkunft. Now, this church history Diese Geschichte hier der Gemeinde doesn't happen on another planet. passiert jetzt nicht auf einem anderen It's Planeten. happening right here at the same place. Es ist hier am gleichen Ort. So we can combine these lines. Also können wir diese zwei Linien kombinieren We'll do that. und wir werden das tun. This is the world Das ist die Welt and this is the church. und hier ist die Gemeinde. So we've combined them together. Also haben wir sie jetzt kombiniert. So I'll take this waymark Also nehme ich diese Wegmarke and I'll just put it here like this. und ich habe es einfach hierhin markiert. So then we're going to redraw this. Also werden wir das einfach nochmal hier aufzeichnen And now we've got 3 waymarks. und jetzt haben wir 3 Wegmarken. Does that make sense? Macht das so Sinn? Okay with that, Brother Wolfgang? This is church Das ist die Gemeinde, and this is world. ist die Welt. What's that waymark? Was ist diese Wegmarke denn? The end. Das Ende. We'll put number 2. Wir machen hier die zweite Wiederkunft. What's this waymark? Und was ist denn das hier für eine Wegmarke? So we can see we have a problem now. Und das ist auch das Ende. Und jetzt sehen wir, dass wir ein Problem haben. So we have to call it the end, Also wir müssen es das Ende nennen, but it also is something else aber es ist auch etwas anderes. because you can't have 2 ends, can Denn you? man kann nicht 2 Enden haben, ja? So it has this property to it Also es hat diese Eigenschaft, that it's the end dass es das Ende ist. and it's not the end. Und es ist nicht das Ende. So I'll give a label Ich gebe dem jetzt einen Titel that we may consider. oder einen Namen, den wir drüber nachdenken können. So I'm going to call this Panium Also ich werde das jetzt Panium nennen. and I'm going to call it Und ich werde es the second. und die Wiederkunft nennen. So I'll give it 2. Also ich habe jetzt hier 2 Dinge markiert.
Now, when I want to deal with this subject, Also wenn ich jetzt mit diesem Thema hier handhabe, church, mit der Gemeinde, what's the correct title? was wäre denn der korrekte Titel jetzt? What's the correct title? Was ist der korrekte Titel? Second, Der Wiederkunft. when I want to deal with this subject, the world, Wenn ich mit der Welt umgehe, then what's the correct title? mit dem Thema, was wäre denn der richtige Titel? Someone said Panium? Panium? Do we see that? Können wir das sehen? It's the same event Es ist das gleiche Ereignis, because it's a waymark, denn es ist eine Wegmarke, but it has two properties to it now. aber es hat jetzt zwei Eigenschaften. In one perspective, In einer Perspektive, it's the end. es ist das Ende. I'll just call it the end. Ich nenne es einfach das Ende. In another perspective, In einer anderen Perspektive, what is it? was ist das? We'll just call it midway, Dann nennen wir es einfach nur die Mitte des Weges. something in the middle, Etwas in der Mitte. which we'll call panium. Und das nennen wir jetzt Panium. So it has two titles. Also es hat zwei Titel. Who's confused by that? Wer ist jetzt hier verwirrt? This is what we do, Das ist, was wir tun, but I don't think we realize perhaps what we're doing. aber wir realisieren vielleicht nicht, was wir tun. So if you can read the question, Wenn ich die Frage English hier and reden kann, German. in Deutsch und in Englisch. Punkt 1. Point number 1. Why can't you replace the word law in connection with 2014 and the Sunday law? Because there was no law. What confuses a lot of people? Why do you still uphold the expression Sunday law? Also es geht darum, dass man in 2014 den Begriff Sonntagsgesetz benutzt und es geht ja hier ums Gesetz und es tut Leute verwirren, da es ja nicht wirklich ein Gesetz gab und warum tun wir das Wort Gesetz noch so hochhalten. so that's why we're addressing this issue. Also das ist, warum wir diese Thematik adressieren. Interestingly enough, Interessant. we were about to address this issue in this presentation anyway, Wir wollten in dieser Präsentation sowieso dieses Thema behandeln, but we got a question on it. aber wir haben jetzt eine Frage bekommen. So Also we have a line of history wir haben eine Linie der Geschichte, that's the world. welches die Welt ist. We have a line of history Wir haben eine Linie der that's the Geschichte, church. die über die Gemeinde geht. And for this study, Und für dieses Studium I have just chosen to make them start at the same point. habe ich hier mich dazu entschlossen, dass sie beide am gleichen Punkt anfangen. Just to make it simple. Einfach es einfach Doesn't zu haben. have to be. Es muss so nicht sein. They could have started and ended at different places. Es könnte an unterschiedlichen Orten anfangen. So then what we did Was wir dann getan is I haben, took these lines and combined them ist, dass ich diese Linien genommen habe und sie kombiniert habe. because they're happening in the same place. Denn sie passieren ja am gleichen Ort. So you can combine them. Deswegen kann man sie kombinieren. So that was the combining. Das hier war das Kombinieren. Then I just redrew it out Dann habe ich es nochmal hier aufgezeichnet. and flipped that waymark and put it at the top so it was a bit tidier. Und ich habe es ja einfach die Wegmarke hier so markiert, damit es einfach ordentlicher aussieht. Then we had the story of the church and the world. Und dann It's hatten wir just die, the same. dann hatten wir die Geschichte von der Gemeinde und der Welt, das ist beides Gleiche. We've already agreed that this is the second. Wir haben bereits schon hier übereingestimmt, dass das die Wiederkunft ist, Which is the end. welches das Ende ist, Second advent, that's what that second means. die Wiederkunft. Then this was the church. Wenn das die Gemeinde war, It's a fractal. dann ist es ein Fraktal. It's a scale. Es ist eine Ebene, So you can Skalierung. shrink this. Und man kann das verkleinern, When you schrinken. do that, Und wenn man das tut, that waymark becomes the same one. dann wird ist die gleiche Wegmarke. Did you correct anything? That's all good. So this is the end. Das This ist- is the end. Das ist das Ende und das ist das Ende. If you stretch this out, Wenn man das wieder it will all line rauszieht, up.
dann würde das hier parallel To sein. squash this in, it would line up. Und wenn man das einfach hier zusammenzieht, dann wird das auch hier So we're on this line now, parallel sein. Wir sind jetzt in dieser Linie and because we've combined them, und weil wir sie kombiniert haben, then we're confronted with an issue. dann haben wir ein Problem dann jetzt. You can't call this Man kann das nicht, the second advent, the end, die Wiederkunft, das Ende nennen, on this line, auf dieser Linie, because that's the end. denn das ist das Ende. So we give it a name. Also geben wir es einem Namen. There's the name. Das ist der Name. Panium. Panium. Could call it anything, but we decided to call it Panium. Man kann es irgendwas nennen, wir haben es jetzt einfach nur Panium genannt. But what we've done Aber was wir getan haben, is we have another line, ist, dass wir eine weitere Linie haben and we've put that other line on top of it instead of separating it. und wir haben diese andere Linie da drüber getan, anstelle, dass wir es getrennt gehalten haben. And when you do that, Und wenn man das tut and you just consider this line, und wenn man einfach nur diese Linie hier hat, line of the church, die Gemeinde, that cannot be Panium, can it? dann für die Gemeinde, dann kann das ja nicht Panium sein, oder? Panium is somewhere in the middle, Panium ist ja irgendwo in der Mitte and that waymark is not in the middle. und diese Wegmarke ist ja nicht in der Mitte. Look, here it is. Hier ist es. It's at the end. Es ist dann nämlich am Ende. So Also, we have to give it its proper name, dann muss man dem ja seinen richtigen Namen geben, which is the second advent or the end. welches dann die Wiederkunft ist. Das Ende. Does that make sense? Macht das jetzt Sinn? Each of these waymarks have to have two names Jede dieser Wegmarken muss zwei Namen haben, because they have two properties. denn sie haben zwei Eigenschaften. Now, if you do that, Wenn man das tut, this becomes complicated now. dann wird es jetzt kompliziert. Here, Hier, this waymark diese Wegmarke is this waymark, ist diese Wegmarke, is this waymark. ist diese Wegmarke. So, okay, it's all lining up. Also ist hier alles jetzt parallel, wenn ihr es seht. So what we have is this split Also wir haben diese zwei Linien hier, wo then we sie combine them. gesplittet sind und da sind sie dann kombiniert, I'm going to zusammengelegt. take this, Und ich nehme jetzt das I'm going to put it back up here. und ich markiere es jetzt hier wieder hier oben hin. Here it is. Hier ist. We okay with that? Ist das so in Ordnung? Yeah. It's just this line, I've just put it back up here. Das ist diese Linie, ich habe sie einfach nur hier oben hingetan. Number 1, Nummer 1, number 2, Nummer 2, number 3. Nummer 3. We fractalize this or scale it down. Wir fraktalisieren das, also wir tun es einfach verkleinern. What number is this? Und was für eine Nummer ist das? 1. Wann? What 1. number is this, Brother Wolfgang? Und das hier? 3. 3. Has to be 3. 3. Where's 2 gone? Und wo ist denn die 2 hingekommen? So we're going to take number 2 here, Also hat man die Zahl Nummer 2 and we have to bring this down, und wir müssen das hier runterbringen. and it's here. Und es ist hier. So now we've got a number 2 here. Also haben wir jetzt hier eine Nummer 2. And what is the name for that number 2? Und was ist der Name für die Nummer 2? If it was Panium Panium. here, Wenn das Panium da war, it would be Panium here. dann muss das Panium auch hier sein. So this would be Panium, Also das wäre hier Panium. but this line, Und aber diese Linie therefore, would come up here. würde dann hier oben wieder hinkommen. And it can't be called Panium, it has to be called something else. Und da oben kann es ja nicht Panium genannt werden. Das muss was anderes genannt werden. So what begins to happen, Also was hier anfängt zu passieren, and people are already lost, und Leute sind bereits schon see verloren that. darüber, ich kann es sehen, is what appeared to be simple was den Anschein hat, dass es einfach ist, suddenly becomes complicated. fängt nun an, einfach kompliziert zu werden. So let's not call this Panium. Also lasst uns das hier nicht Panium nennen.
No, hold that thought. Haltet We'll diesen leave it as Gedanken it is. einfach. Wir lassen es so, wie es jetzt ist. The problem that we're confronted with Das Problem, mit dem wir konfrontiert werden, is if we have on this line, ist, dass wenn wir auf dieser Linie, this one here, diese hier, a Sunday law, ein Sonntagsgesetz haben, when we turn this wenn wir das into a fractal, in ein Fraktal umdrehen, into the line of the church, in die Linie der Gemeinde, so forget all of that. also vergesst jetzt mal das hier. All I'm going to do here Alles, was ich jetzt hier tun werde, is put Sunday law. ist, dass ich hier das Sonntagsgesetz markieren werde. If you had a Sunday law in this history, Wenn man ein Sonntagsgesetz in dieser Zeit hätte, what would you have to have here? dann was muss man denn hier haben? You'd have to have a Sunday law here as well. Dann müsste man auch hier ein Sonntagsgesetz haben. So if we're going to call this the end Und wenn wir das Ende nennen würden and this the beginning, und das den Anfang, time of the end, Zeit des Endes, and we call this the Sunday law, und wenn wir das Sonntagsgesetz nennen, which is taken from inspiration, welches ja von der Inspiration genommen wird, what would we want to call it when we come to the line of the church? wie würden wir es denn nennen wollen, wenn wir es auf die Linie der Gemeinde markieren? Because if we just called it X, Wenn wir das nämlich einfach nur X nennen würden, because there's no Sunday law there, weil es da kein Sonntagsgesetz gibt, people would not be able to connect X with Sunday law. dann könnten die Leute die Wegmarke X mit dem Sonntagsgesetz nicht verbinden können. So that's why we have decided, Das ist, warum wir entschieden haben, me, I guess I teach it this way, ist wohl ich, weil ich lehre es ja, I've chosen to keep the titles the same. habe ich mich dazu entschieden, diese Titel gleich zu behalten oder beizubehalten. Because if you don't, Denn wenn man das nicht tut, you can get into problems dann kann man Probleme that you bekommen, don't connect the waymarks. wenn man diese Wegmarken nicht miteinander verbindet. So Also, if this is the Sunday law here, wenn das hier das Sonntagsgesetz ist, then this waymark, dann diese Wegmarke hier, which would be here, welche hier sein würde, what would the title of that one be? was wäre der Titel denn von dieser Wegmarke? Okay, let me ask a different question. Das- How many titles does it have to have? Lass es mich unterschiedlich fragen. Wie viele Titel muss es denn haben? 2. 2. One for this line, one for this line. Eine für diese Linie, eine für diese. Agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? What's the title for this line? Was ist denn der Titel für diese Linie? Sunday law. Das Sonntagsgesetz. You can't have two Sunday laws. Aber man kann ja nicht zwei So we'll Sonntagsgesetze give it haben. another title. Also geben wir dem einen anderen Titel. It was in the question. Es war in der Frage, What is the other title that we give it? was ist der andere Titel, den wir geben? 2014. 2014. That's simplistic. Das ist jetzt ganz einfach gesagt. You have two titles and you have two titles. Man hat zwei Titel, man hat zwei Titel. The questioner says this is confusing. Derjenige, der die Frage stellt, sagt, das ist verwirrend. So it's complicated. Also People do become confused, Es ist kompliziert und Leute werden da verwirrt. but I'm not sure that the actual way we do it is a confusing way. Aber ich bin mir nicht sicher, dass die Art und Weise, wie wir da rangehen, dass sie eigentlich so verwirrend wäre. I think what would be confusing if we just call this X, Ich denke, es wäre mehr verwirrend, wenn wir das einfach hier nur X nennen würden. because it wouldn't mean anything. It would be disconnected. Denn es würde ja nichts bedeuten, es wäre ja nicht verbunden mit etwas. So that's why we've called it the Sunday law. Das ist, warum wir es das Sonntagsgesetz nennen. And depending upon which line you're talking about, Und es kommt darauf an, über welche Linie man spricht. in this one, In dieser hier it's not Sunday law. ist es nicht das Sonntagsgesetz. In this one, In dieser it's not the second Advent. ist es nicht die Wiederkunft. It's Panium, second Advent, 2014, Sunday law. Es ist hier Panium und die Wiederkunft und hier oben ist es 2014 und das Sonntagsgesetz. But in the line of the church, Aber in der Linie der Gemeinde it does become the Sunday law and the second Advent. wird es dann aber zum Sonntagsgesetz und zur Wiederkunft. Now, what's confusing Nun, was verwirrend ist, is if we say Sunday law, people expect a law connected to Sunday in Is- 2014, and there was not. ist, dass wir ein Sonntagsgesetz, da denken wir, dass es ein Gesetz geht über den Sonntag und sie erwarten das in 2014, aber da war es nicht. But if we call it something different, Aber wenn wir es etwas anderes nennen,
then we're not really being true to the principle of fractals. dann sind wir nicht wirklich gemäß dem Prinzip der Fraktale. And that's what the problem is. Und das ist, was das Problem ist. So we're going to address this in a little, we'll do this again, Also wir werden das nochmal tun, but that's the response to that question. aber das ist eigentlich die Antwort auf diese Frage. I'm suggesting we're forced to call it the Sunday law Ich schlage vor, dass wir dazu gezwungen sind, eigentlich das Sonntagsgesetz zu nennen, so we can understand its position in a line. damit wir seine Position in einer Linie finden können und verstehen können. Second question. Die zweite Frage. For our young people, is it possible that a priest can marry a Levite? Für unsere jungen Leute ist es möglich, dass ein Priester einen Levit heiraten kann. So obviously we don't agree with the question Wir tun mit der Frage nicht übereinstimmen, because it says young people. denn es sagt hier junge Leute. So I don't know what us older ones are supposed to do. Ich weiß ja nicht, was wir Älteren dann tun sollen. Old people get married as well. Ältere Menschen heiraten ja auch. So can young or old people, Also können junge oder ältere Menschen, if they're priests, wenn sie Priester sind, can they marry Levites? können sie Leviten heiraten. Not today. Nicht heute. Wouldn't be a good option today. Heute wäre es keine gute Option. Later on, Später, when we're all part of the stone, wenn wir alle Teil des Steines sind, part of the church triumphant, Teil der siegreichen Gemeinde, it may be a reasonable proposition. mag es eine mögliche Option sein. It might be allowable or condonable. Es mag sein, dass man das gut wäre oder erlaubt wäre. So I'm not persuaded that it's a good idea today. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass man das heute macht, But in the future, aber vielleicht in der Zukunft. there may not be as much difference between a priest and a Levite as we might imagine. Da mag es vielleicht nicht so viele Unterschiede zwischen einem Priester und Levit geben, wie wir es uns denken. So we've done a lot of presentations on courtship. Wir haben bereits schon viele Präsentationen über Courtship, also dieses Kennenlernen sozusagen gemacht. There's a nice, I think 11-part series done last year in France. Da gibt es eine 11-teilige Serie letztes Jahr in Frankreich. Last year. Was letztes Jahr? It addresses courtship. Und es adressiert da dieses Courtship, dieses Kennenlernen. You know, some guidelines on duration and conduct, etc. Und da geht es darum, wie man das so tut und wie lang und so. If we just focus back, it's okay. Fokussiert euch einfach wieder drauf. It's not something that would be looked down upon in the future, I think. Ich denke nicht, dass man in der Zukunft darauf hinabblicken würde. Also ich denke, das wäre okay. Be cautious today, Seid vorsichtig heute, because the mindset of someone, we call them Levites, but they're people in the church, is different to our mindset. denn die Einstellung, der Verstand der Leute, die wir Leviten nennen, die eigentlich nur einfach in der Gemeinde sind anders wie der unsere heute, in der jetzigen Zeit. So, we've looked at the third angel's message, Also wir haben die dritte Engelsbotschaft betrachtet and we created a line. und wir haben eine Linie kreiert. We based it upon this idea that the Sunday law is the empowerment, and therefore we would search for the arrival. Wir basieren das Ganze darauf, dass das Sonntagsgesetz die Bekräftigung des dritten Engels ist und dass wir dann die Ankunft des dritten Engels suchen müssen. The arrival is October 22nd, 1844. Der eigentliche Ankunft ist der 22. Oktober 1844. And also, Und auch the arrival of the third is at the beginning of the former rain. die Ankunft des dritten Engels ist der Anfang des Frührings. So we combined all of that information Wir haben also diese ganze Information zusammengelegt and we brought it to this picture work. und wir haben es hier zu diesen Zeichnungen da draufgelegt.
begins in 1798 and ends at the second advent. Es fängt 1798 an und es schließt am zweiten der Wiederkunft ab. We've got an agricultural model Wir haben ein Modell der Agrikultur, which gives us 5 waymarks, 4 dispensations, welches uns 5 Wegmarken und 4 Dispensationen gibt. and we have put either dates or events to those, Und wir haben da entweder Daten oder Ereignisse draufgelegt. depending on the information that we have. Es kommt auf die Informationen, die wir haben, an. And this line Und diese Linie hier was given to us through inspiration. wurde uns durch die Inspiration gegeben. It's not a particular verse Ist nicht ein gewisser Vers or a particular parable, oder ein gewisses Gleichnis, but it's taken from many sources, many pieces of information to create this. aber viele Informationen werden, es gebraucht viele Informationen, die man hier zusammenbringt, um dies hier zu kreieren. Everything that we did on the other board Alles, was wir auf der anderen Tafel gemacht haben, was just scratching the surface in order to create this line. There's much more that we didn't discuss. das hat alles eigentlich nur die ganze Oberfläche angekratzt. Da gibt es noch viel mehr, was man darüber rausfinden kann. But we looked at enough pieces of information to create this. We just would have seen more detail, more confirmation. Aber wir haben genug Informationen bekommen, damit wir das hier kreieren können. Alles, was wir noch weiter herausfinden können, wären Details gewesen. Having created this line, Während wir jetzt diese Linie kreiert haben, what we need to do was wir tun müssen, is begin to understand or explain our own history. ist, dass wir unsere eigene Geschichte anfangen müssen zu verstehen und zu This is a erklären. study on vow 21 and vow 24. Das ist ein Studium über Gelübde 21 und 24. Now, if we go to inspiration, Wenn wir zu der Inspiration gehen, it's at the bottom left-hand corner on that board. auf der unten links auf dieser Tafel, sehen wir We es, know da wissen wir from early writings, von frühen Schriften, Early Writings, the loud cry, der laute Ruf, from great controversy, vom großen Kampf, the final warning. die letzte Warnung. We know where to place the angel of Revelation 18. Da wissen wir, wo wir den Engel von Offenbarung 18 markieren müssen. Where do we place that angel? Wo haben wir diesen Engel markiert? On this line. Und auf dieser Linie. Good. Super. It's right here. Ist genau hier Sunday law, das Sonntagsgesetz, the angel of Revelation 18. der Engel aus Offenbarung 18. If we were to continue, Wenn wir da jetzt weiter studieren würden, where would we put verse 4? wo würden wir denn Vers 4 markieren? Heard another voice Wo es heißt, es ist eine weitere Stimme, saying, "Come out of her, my people." die sagt, komm heraus aus ihr, mein Volk. Where would we place that? Wo würden wir das denn markieren? Just Harvest? a little bit before harvest? Vor der Ernte? After harvest? Nach der Ernte? Sister Trudy says no, not after harvest. Trudi sagt nein, nicht nach der Ernte. Do you agree? Loud cry. she Good. said. Let's have a look. Lasst uns hier das nachschauen. Here it is. Hier ist es. The angels that help, verse 4, Also hier Vers 4, die Engel helfen. and that's the end. Und das ist das Ende. Now that end here Also das Ende hier is this end here, ist das Ende hier. the close of probation. Das Ende der Gnadenzeit It's this end here, ist das Ende hier. and it's this end here. Und das ist auch das Ende hier. So it's before harvest. Also es ist vor der Ernte. You okay with that? Ist das so okay? Good. Ja, super. So we don't have a waymark for that, Also wir haben keine Wegmarke but dafür, we could put one here. aber wir könnten hier eine markieren So that would be that waymark. und das wäre diese Wegmarke. Loud cry. Der laute Ruf. We haven't put here Was wir nicht hier markiert haben,
The second angel. ist der zweite Engel. It's right there on the board if you point to it. Es ist hier auf der Tafel, The arrival of the second. die Ankunft des zweiten Engels. April 1844. April 1844. Right here. Genau hier. So we haven't put that on here because I don't want to make this busy Wir haben das, and put too much information. ich habe das jetzt hier noch nicht draufgeschrieben, weil das wäre das alles zu voll dann. That would happen here. Aber das wäre dann irgendwo hier. Now, before we move on, Bevor wir jetzt weitergehen, Sister Manuela asked a question hat yesterday, Schwester Manuela gestern eine Frage gestellt. an important question about the relationship of the first, second, and third angels. Eine wichtige Frage in Bezug auf die Verbindung des ersten, zweiten und dritten Engels. And what we did is we drew the relationship out. It was all here. It's all been erased. Und was wir getan haben, ist, dass wir diese Verbindung dieser Engel hier aufgezeichnet hatten. Wir hatten es aber schon wieder bereits gelöscht. And I'm going to rub this out straight away. Also ich werde es jetzt gleich wieder löschen. In this model, In diesem Modell, where would you put the beginning of the first? wo würde man die Ankunft des ersten markieren? To help us, Um uns zu helfen, we'll call this 1, 2, 3, 4, 5, 6. werden wir das 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt hier nennen. Just label those little waymarks. Also wir markieren einfach diese ganzen Wegmarken. Where's the beginning of the first? Which number? Wo ist die Ankunft des ersten? Welche Nummer? Good. Gut, Where's the end of the end of the first angel? Nummer 1. Wo ist das Ende des ersten Engels denn? 2. 2. The beginning of the third. Und der Anfang des dritten? Good. 2. The end of the third. Und das Ende des dritten? 6. The end of the third. Das Ende des dritten Engels. Are we okay with 5? Ist 5 okay? Everyone who said 6, are they okay to switch back to 5? Jeder, der 6 gesagt hat, ist okay, wenn wir jetzt auf 5 wechseln? Yes? Ja? 5? Hieß das 6. The end of the third angel. Das Ende des dritten Engels ist... Good. So, all we're doing is Also alles, was wir tun, redrawing things ist, dass wir die Dinge nochmal neu zeichnen. in slightly different way, but it's the repeating information. It's always the same thing. Wir tun es zwar etwas anders zeichnen, aber die Information wird immer wieder wiederholt. Es ist das Gleiche. So, this is the first angel and the third. Also das ist der erste Engel und dann ist das der dritte Engel. Where's the second? Wo ist denn jetzt der zweite Where's the Engel? arrival of the second? Wo ist denn die Ankunft des zweiten Engels? We don't have a waymark. Wir haben keine Wegmarke dafür, It's that dot here. aber es ist dieser Punkt hier. Where's the empowerment of the second? Wo ist denn die Bekräftigung des zweiten? Which number? Welche Nummer? 2? No, not 2. 2 ist es nicht? Somebody said son-in-law. Number. Tell me the number. Er nennt mir die Nummer. 3. 3. Do we all have 3? Haben wir alle die Nummer 3? Just 3. Let's go back. Lass uns nochmal hier hingehen. 2e 2 Bekräftigung. comes here. Kommt hier an. Son-in-law. Das ist das Sonntagsgesetz. So all I want to see, Also alles, was ich möchte, dass wir sehen, this first angel, dass dieser erste Engel hier it begins here fängt hier an and it runs through history. und er geht durch die Geschichte hindurch. The third begins here and runs through history. Und der dritte fängt hier an und geht durch die Geschichte hindurch. The second, Der zweite, it arrived here. es kommt hier an. What happened to it Und was passiert denn dann damit? after it said its thing in verse 8? Nachdem es in Vers 8 seine Wörter gesagt hat. What happened to that angel? Was passiert denn mit diesem Engel? Where did it go? Wo ist es denn hingegangen? Wo ist er hingegangen?
What did it do? Was hat er denn getan? To go back to heaven? Ist er wieder zurück in den Himmel gegangen? Did it take a rest? Oder ist er einfach ein bisschen, hat sich Stop ausgeruht? speaking? Oder hat einfach aufgehört zu sprechen? It continued all the way? So it continued. Also ist weitergegangen. Do you agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? If the first was a line and the third was a line, Also wenn der erste und der dritte eine Linie war, it follows that the second was also a line. dann wäre es ja logisch, dass der zweite auch eine Linie hat. Are we okay with that? Ist das so in Ordnung? So, if I draw the line of the second, Wenn ich jetzt die Linie des zweiten male, it begin here dann würde es hier anfangen and it would go through. und es würde da durchgehen. Are we all okay with that? Sind wir alle damit okay? Who's not okay? Wer ist nicht damit Not übereinverstanden? her. Ignoriert sie. Brother, you're not okay? He can't come back. If it's a continuous line, he can't come back. Okay? Understand. So, what makes you think he goes and comes back? What makes you think that? Also, wie kommst du rauf, dass er denn gegangen ist und dass er dann wiederkommt? The picture that he comes. The picture of Revelation 18 verse 1 says, I saw another angel come down to the earth. Also wie Offenbarung 18 sagt, ich sehe, dass ein weiterer Engel von der Himmel zur Erde kommt. He came, Also er kam he left, und er ist dann and gegangen he comes again. und er kommt wieder. Okay? Brother Wolfgang. Has another name because it's the other angel. Also er hat einen anderen Namen, weil er wird der andere Engel genannt. Okay, so what I want to ask you to do, Also was ich möchte, dass ihr tut, if you're willing, wenn ihr willig seid, we won't film this bit because I'll get into trouble. wir werden das hier jetzt nicht filmen, weil sonst kriege ich Probleme. Ignore the Bible. Ignoriert die Bibel. Okay? Let's just use some common sense. Lasst uns einfach nur die Logik benutzen. Let's ignore the words. Lasst uns die Wörter ignorieren. If this was a line and this was a line, upon the testimony of two, a thing is established, Also wenn it would be a line. das eine Linie ist und das eine Linie ist, dann wäre es ja nur logisch, basierend auf zwei Zeugen, dass da auch das eine Linie ist. So bear with me. Also geht da einfach mit mir mit. We'll come back to the Bible in a moment. Wir kommen wieder zurück auf die Bibel in einem Moment. Hopefully we'll all be in agreement. Und ich hoffe, ihr stimmt damit überein. But let's just use some logic Lasst uns ein bisschen Logik hier and benutzen. some methodology. It's not just crazy logic. Und es ist ja nicht einfach nur verrückte Logik, sondern es geht ja auch um Methode. This is a line and this is a line. This would be a line. Also das ist eine Linie, das ist eine Linie, dann wäre auch das hier eine Linie. My question I want to ask, Die Frage aber, die ich fragen möchte, what number is the end of the second? welche Zahl wäre dann das Ende des zweiten? Shout out the number. Tut einfach die Zahl herausrufen. Shout out the number. 3? 3? Go shout out loud. Tut es einfach rausrufen. 5? 5. 5? Brother Roland, why are they saying number 5? Bruder Roland, warum sagen Sie Nummer 5? It's right there on the board. Ist es hier auf der Tafel? Why are they saying 5? Warum sagen Sie Nummer Can you 5? see why they said that? Könnt ihr sehen, warum Sie Nummer 5 sagen? Okay? You've gone to Matthew 13, Also man geht zu Matthäus 13 and like a good servant, und wie ein guter Diener you said, sagst du, I can see a big problem here. ich kann hier ein großes Problem sehen, Let's fix it. lasst es uns hier lösen. But the householder said, Aber der Haushälter sagt, let both grow together lass beides wachsen until bis the end. zum Ende. What number is that? Und welche Nummer ist das? That's number Das 5. ist Nummer 5. What number is that? Und welche Nummer ist das? 3. Let him do it. What number is that? Okay, you got 3
4, 5. 3, 4, 5. So it's either 3 or 5. Also es ist entweder nur 3 oder 5. So you made it 3, Also man hat jetzt Nummer 3. but the plants continue to grow Aber die Pflanzen wachsen ja noch weiter in righteousness. in Gerechtigkeit. They continue to be fed. Sie werden ja immer noch genährt. Sanctification is a work of a lifetime. Die Heiligung ist ein Lebenswerk. So the work of growth, Also das Werk des Wachsens, righteousness, Gerechtigkeit. John 16:8. Johannes 16, Vers 8. Temperance, Mäßigkeit, danke. Acts 24:25. Apostelgeschichte 24, Vers 25. Glory, Herrlichkeit. Revelation 14:7. Offenbarung 14, Vers 7. It doesn't end here. Es endet hier nicht. These wheat have to grow. Dieser Weizen muss ja noch weiter wachsen. Are we all okay with number 5? Sind alle okay, dass wir das Nummer 5 markieren? The lines Also die Linien of history as we have them der Geschichte, wir haben sie. seem counterintuitive. Counterintuitive. Gegensätzlich oder sie scheinen so Against working you know, against itself. working Ja. against nature, not against itself. Okay. Sie tun so gegen die Natur kämpfen, was so natürlich sein wäre. Intuitive means it's obvious. Also das bedeutet eigentlich, dass es so offensichtlich wäre. Do we have counterintuitive? Does anybody know? Counterintuitive. Wie? Gegen das Natürliche, gegen Intuition. It's similar, but it's not. We're okay with counterintuitive? Ist es okay? I don't know. You tell me. Gegen die Natur, also against the nature, I think is Yes, clear. intuitive means it's natural. Ja, also dieses intuitive, das bedeutet natürlich und was er gemeint hat, ist, dass es so gegen die Natur geht. You would feel Also man würde fühlen, that it would be here, number 3. dass es hier bei 3 wäre, But aber if we didn't have that boardwork, wenn wir das Werk auf der Tafel hier I would have hätten, said, dann hätte ich gesagt, number 1 Nummer 1, starts, ends, es fängt an, es endet and empowerment und es wird bekräftigt. is in the middle. Ist in der Mitte. 1. Nummer 1. 3. Nummer 3, It ends, es endet, empowerment, start. bekräftigt und fängt an. We proved this Wir beweisen dies. over here, didn't we? Hier drüben. Haben wir das nicht so First getan? Angel's Message, 1798, empowerment, 1840. Die erste Engelsbotschaft kommt 1798 an, 1840 wird sie bekräftigt. Even if you didn't believe the first angel went to October, you know it goes to April. Auch wenn du vielleicht nicht glaubst, dass der erste Engel bis zum Oktober geht, so weiß man doch, dass er bis zum April ging. So the first angel goes beyond its empowerment. Also der erste Engel geht noch nach seiner Bekräftigung noch weiter. Third angel, Der dritte Engel, 1844, 1844, Sunday law, Sonntagsgesetz, close of probation. Ende der Gnadenzeit. You have 2 witnesses Wir haben 2 Zeugen, that the angels go beyond their empowerment. dass die Engel über ihre Bekräftigung da weiter hinausgehen. Forget the Bible. Vergesst jetzt mal die Bibel. Use logic. Benutzt mal kurz die Logik. On 2 testimonies, Und 2 Zeugen, the second would have to be the same. dann müsste der zweite genau das gleiche Muster folgen. So even though it feels wrong, Also auch wenn es sich falsch anfühlen würde, it has to go beyond its empowerment. dann muss es über seine Bekräftigung weiter hinausgehen. Then Dann you go to the Bible or biblical model, geht man zum biblischen Modell and it's clear und es ist deutlich, that the second dass der zweite goes from its empowerment to its end. von seiner Bekräftigung bis zu seinem Ende geht. So you see a biblical model for that. Man sieht ein biblisches Modell dafür. I asked you a few moments ago to ignore the Bible. Ein paar Minuten zuvor habe ich euch gefragt, die Bibel zu ignorieren. So we want to come back to the Bible Also jetzt kommen wir auf die Bibel hin zurück and we want to address a question. und wir werden eine Frage jetzt adressieren. The first angel, Der erste Engel, do we think it comes to earth, du wir denken, dass es zur Erde kommt, leaves, der geht wieder and comes again? und dass er wiederkommt.
Is that what we think? Ist das, was wir glauben? Do we think that with the third? Glauben wir das mit dem dritten? Über den dritten? The answer is no, we don't. Die Antwort ist nein, das glauben wir nicht. Why? Warum? Because Denn the verses that we have and the language that's used die Verse, die wir haben und die Sprache, die benutzt wurde, speaks about the first and the third in the singular. Sprechen über den ersten und über den dritten in einem singularen Zustand. The singular experience. Die singulare Erfahrung. But the second is different. Aber der zweite ist anders. It speaks about it coming in the history of the first and then in the history of the third. Es handelt davon, dass er in der Geschichte des ersten ankommt und dann nochmal in der Geschichte des dritten. Ellen White, Early Writings, page 277. Early Writings von Ellen White, Seite 277. She says what? Sagt sie was? She says the second angel's message will be repeated, Sie sagt, die zweite Engelsbotschaft wird wiederholt werden. which is why my brother's suggesting, Und das ist, warum mein Bruder vorgeschlagen hatte, not just based upon the Bible, but even Spirit of Prophecy quote, nicht nur basierend auf der Bibel, sondern auch von der Zitaten von Ellen White, it came, dass es gekommen ist left, und gegangen ist. and then it comes down and repeats its message. Dann kommt er wieder und tut seine Botschaft nochmal wiederholen. So you have a Bible verse that infers it and a Spirit of Prophecy quote that infers that it's not this red line. Und wir haben ein Zitat und ein Bibelvers, die aufzeigen würden, dass dies nicht diese rote Linie wäre. In Revelation 14, Also in Offenbarung 14, this is from my brother Reinhard, das ist hier für meinen Bruder, we have verses 6 and 7, haben wir die 8, haben wir, and we'll call it 9, 11. wir haben die Verse 6, 7, 8 und dann die Verse, die wir einfach 9 bis 11 nennen. We know it goes to verse 12. We've discussed that. Wir wissen, das geht noch weiter bis zu Vers 12. Wir werden darüber noch sprechen. This angel, Dieser Engel, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Where is this angel? Wo ist denn dieser Engel? Verse 6. Vers 6. Between 1798 and 1840. Oh, I mean geographically, Ich meine in geografisch, the words of the verse. in den Worten, die im Vers benutzt werden. I saw another angel Ich sah einen weiteren Engel. We'll read it. Wir können es auch lesen. We'll just read it straight into German. Wir lesen es einfach nur im Deutschen. Vers 6. Verse 6. People have already said the answer, bro. I just want to read it from the verse. Leute haben bereits schon die 14. Antwort gesagt, aber ich möchte einfach noch vom Vers selber lesen. Und First ich, part. und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. So where's the angel? Wo ist der Engel? Flying Er fliegt in the midst of heaven. in der Mitte des Himmels. We know there are 3 types of heaven. Wir wissen, da gibt es 3 Himmel. Atmosphere, Die Atmosphäre, the cosmos, der Kosmos and God's home. und dann, wo Gott lebt. What heaven is that one, do you think? 1, 2, or 3? Was für ein Himmel ist das? Was denkt ihr? Doesn't say in the verse. I'm just asking what you think. Es sagt es das nicht im Vers, aber was denkst du? Ich würde say the heaven of this earth. Number 1, So Nummer 1. I would agree. Ich würde damit I think he's talking about übereinstimmen. our atmosphere. Ich denke, es handelt hier über unsere Atmosphäre. Whatever the symbology of flying and all of that means, I don't know. Was auch immer diese Symbolik des Fliegens und so weiter bedeutet, das weiß ich nicht. But we agree Aber wir stimmen damit überein, that it's the atmosphere. dass es die Atmosphäre ist. Why would we say that? Warum würden wir das denn sagen? Because if you're in the cosmos, Denn wenn man im Kosmos sich befinden würde, who's actually ever going to listen to you? wer würde dir denn überhaupt dir zuhören? No one. Niemand. This is a message for Earth. Das ist eine Botschaft für die Erde. So going around the Earth may mean a number of things. I don't know. Wenn es da so um die Erde geht und so, das können mehrere Dinge bedeuten. Maybe it means speed. Es bedeutet vielleicht auch Flies really Geschwindigkeit, fast. dass es sehr schnell fliegt. Maybe Vielleicht it means worldwide. bedeutet es auch weltweit. Perhaps it means that. Vielleicht bedeutet es auch das. Why would we think that? Warum würden wir das denn denken?
Who's he speaking to Zu wem spricht er denn? in the verse? In dem Vers? To people? Speaking to everyone on the earth. Er spricht über jeden auf der Erde. So the verse teaches what? Also der Vers lehrt uns was? What kind of message? What is its scope? Und was für eine Botschaft? Was ist denn die Weite davon? Worldwide message. Ist eine weltweite Botschaft. What date did you want to put on that? Und was für ein Datum möchte man da denn You markieren? said a while ago. Das hast du vor ein paar Minuten schon gesagt. 1798. 1798 to 1840. Is the message worldwide in 1798? Ist die Botschaft denn schon weltweit 1798? But the verse says worldwide. Aber der Vers sagt weltweit. So why is your date not connecting with your verse? Also warum tut sich dein Datum nicht mit dem Vers decken? It depends on what perspective I'm approaching it. Okay? My sister? Meine Schwester? The verse is talking about what point? Der Vers in sich selber spricht über welchen Worldwide. Punkt? That's Nicht not the weltweit. beginning. Das ist nicht der Anfang. It doesn't begin worldwide. Es fängt nicht weltweit an. Go to the Sunday law. It begins where? Am Sonntagsgesetz, wo fängt es denn an? Nationally. You go to the third angel. Where does it begin? Geht man zum dritten Engel, wo fängt er denn an? First in the glorious land, Als- and then country after country. Just Als take er- that principle, bring it to the first angel. It has to be the same. It begins local, and it ends up becoming worldwide. Es fängt erst am herrlichen Land an, der dritte Engel, und dann geht er von einer Nation zur anderen Nation. Er fängt erst lokal, national an und dann geht es weltweit. If I heard you correctly, Wenn ich dich korrekt I verstanden think habe, you 1798, 1840, da hast du gesagt 1798 bis 1840? 1844. 44. Okay, 1798 to 1844. When does the message go worldwide? Wann ist die Botschaft denn weltweit? 1840. 1840. So why is not verse 6 1840? Warum ist, Why is it 1798? warum ist dieser Vers dann 1840 und nicht 1798? I'm not. This is a rhetorical question. I'm not expecting people to explain it. Ich erwarte nicht, das ist eine rhetorische Frage ist nicht, dass ich erwarte, dass hier die Antwort gegeben wird. Here's the earth, Also hier ist die Erde and this angel und dieser Engel, is flying around the earth. er fliegt um die Erde. We agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? Has it landed? Ist er schon gelandet? No. Nein. Second angel. Where is the second angel? Der zweite Engel, wo ist denn der zweite Engel? Verse 8. Vers 8. Auch, it's also in heaven. It Does it say follows that? him. It follows him. Ist So- es das, was es sagt? All it just says it follows, Also alles, was es hier sagt, ist es, dass er ihm folgt. which means he comes afterwards, Was bedeutet, dass er ihm also danach kommt, which we assume wo wir dann annehmen, means that he's flying as well, but it doesn't say it in the verses. dass er auch fliegen würde, aber das sagt es nicht eigentlich im Vers. And then we'll say that the third is going to do the same, Und dann sagen wir, der dritte macht genau das Gleiche, if we're okay with that. wenn wir damit einverstanden sind. Okay? Ja? The first angel is flying in the midst of heaven. Der erste Engel tut inmitten des Himmels fliegen. Oh, by the way, Ellen White confirms that they're flying. Vor allem Assuming that. Ellen White tut es kommentieren und bestätigen, dass die drei Engel da fliegen. This is Revelation 14. Das ist Offenbarung Kapitel 14. If we were to go to Revelation 10, Und wenn wir zur Offenbarung Kapitel 10 gehen würden, verse 1. Vers 1, Revelation 10, verse 1. 10 Vers 1, Saw a mighty angel ist ein mächtiger Engel, coming down from heaven, der vom Himmel her niederkommt, clothed with a cloud, der mit einer Wolke bekleidet ist. and it gives all this description of what is happening to him. Und da gibt es dann diese Beschreibung, was alles mit ihm passiert. Where does this angel come down to? Earth. Wo kommt denn dieser Engel hernieder? Er kommt zur Erde. Verse
5. Vers 5. Stands upon the earth. Und er steht da auf der Erde. What angel is that? Was für ein Engel ist denn das? Any thoughts? Irgendwelche Gedanken? Another one. What year is it? Welches Jahr ist das denn? Okay, so maybe I'm asking too much. Vielleicht erfrage ich hier zu viel. We'll switch to just me telling you what I think. Also wir gehen wieder darüber hin, dass ich einfach nur euch meine Meinung sage. So I think this is 1840. Also ich denke, das ist das Jahr 1840. It has one foot on the land, one foot on the sea, worldwide. Ein Fuß auf der Erde, ein Fuß auf dem Meer, ist weltweit. What I want to suggest Und was ich vorschlagen möchte, is Revelation 14 verse 6. das ist Offenbarung 14, Vers 6. Not suggest, it says it in the verse, it's worldwide. Es sagt es in einem Vers, dass es weltweit ist. So 14:6 Also 14, Vers 6 is 10:1. ist gleich Kapitel 10, Vers 1. Worldwide message, Eine weltweite Botschaft, which is 1840. welches 1840 ist. So in Revelation 10, In Offenbarung Kapitel 10, this angel has a book. da hat dieser Engel ein Buch. And what condition is the book in? Und in welchem Zustand ist dieses Buch? Open. Es ist It's a geöffnet. book that's been opened Es- already Es ist ein Buch, das bereits geöffnet ist. in his hand. Und es ist in seiner Hand. Now, which book has been opened? Welches Buch wurde denn geöffnet? So, Sehen wir. in the language of Ellen White, Also in der Sprache von Ellen she White, says the little book da sagt sie, das kleine was Büchlein opened. wurde geöffnet. If you go to Daniel chapter 12, Wenn man zu Daniel Kapitel 12 geht, Gabriel says to Daniel, sagt Gabriel zu Daniel, these words, dass diese Worte seal them versiegeln sie until the time of the end, bis zur Zeit des Endes, which is until here. welches hier ist. And at the time of the end, Und zur Zeit des Endes that information will be unsealed. wird diese Botschaft dann entsiegelt. So there's a book Also da that's gibt- sealed, Da gibt es ein Buch, das versiegelt ist. and who's going to unseal it? Und wer wird es denn entsiegeln? Which angel unseals the book in 1798? Welcher Engel entsiegelt denn dieses Buch in 1798? First angel. Der erste Engel? So in 1798, Also 1798. the angel is flying around heaven. Er fliegt um die Erde rum. He's broken the seal of the book, Er hat das Siegel des Buches gelöst and it's now opened. und nun wird es geöffnet. And where is he? Und wo ist er? Flying in heaven. Er fliegt im Himmel. Then, Dann, 42 years later, 42 Jahre später, he takes this book nimmt er dieses Buch and he does what with it? und dann tut er was damit. He comes down to earth, Er kommt zur Erde hinunter. and it's already open now. Und es ist bereits jetzt geöffnet. And when he comes down to earth, Und wenn er dann zur Erde kommt, what does he bring to the earth? was bringt er denn der Erde? Glory. Herrlichkeit. Now, when he comes down to earth, Wenn er jetzt zu der Erde kommt, what do we hear? was hören wir denn? We hear an explanation Wir hören eine Erklärung, of what's going on in the book of Daniel. was in diesem Buch Daniel von sich geht. What do we call that? Und wie nennen wir das? 7 Die 7 thunders. Donner. He hears 7 thunders in 1840 Er hört 7 Donner im Jahr 1840, because now it's an explanation denn nun ist es eine Erklärung of what? von was? Hold that thought. Haltet diesen Gedanken fest. Let's revise. Lasst es nochmal wiederholen. What is the definition of prophecy that we have discussed? Was ist die Definierung von von Prophetie, die wir bereits besprochen haben? So it's a big question. You don't know how to answer it. Es ist eine große Frage, ihr wisst vielleicht nicht, wie man die beantworten soll. The number one characteristic that you have to see when dealing with prophecy Die erste Charaktereigenschaft, die man sehen muss, wenn man die Prophetie handhabt, is the following. ist folgendes. Before we do that, Bevor wir das tun, which verse are we in? welchen Vers behandeln wir hier? If we're going to deal with prophecy, where should we go? Wenn wir über die Prophezeiung handhaben, zu welchem Vers sollen wir gehen? Book. Isaiah, Isaiah chapter Kapitel 46, 46, verse
10. 10. 10. So when you see that, Wenn man das sieht, what are the two words that we saw? was sind denn die zwei Wörter, die wir gesehen haben? Beginning Anfang, End. and end. Und das Ende. We'll just call it Alpha and Omega. Wir nennen es Alpha und Omega. The start and the end. Der Anfang und das Ende. Is that the definition of prophecy? Ist das die Definition von Prophezeiung? No. There's something missing. Da fehlt noch etwas. Present. Die Gegenwart. So the number one characteristic that you need to know about prophecy Die erste Eigenschaft der Prophezeiung, die man wissen muss, is ist past, die Vergangenheit, present, die Gegenwart future. und die Zukunft. Are we okay with that? Sind wir damit so okay? Ist das so When gut? you're here in the middle, Wenn man hier in der Mitte ist, you can work out everything. da kann man alles herausfinden. How? Wie? How do you work out everything? Wie versteht man alles? Because you know the past Man kennt die will lead you Vergangenheit to the future. und diese wird uns in die Zukunft leiten. This angel in Revelation 10, Dieser Engel in Offenbarung 10, where is he? wo ist er denn? In this line. In dieser Linie hier. He's right in the middle, Ist genau in der Mitte, in the present. in der Gegenwart. What's he going to do? Und was tut er? He's going to go to the start, the beginning, Es wird zum Anfang gehen, to explain the end. um das Ende zu erklären. So the seven thunders are going to be given in 1840, Also die 7 Donner werden in 1840 gegeben, because if you want to understand what's happening, denn wenn man wissen möchte, was passiert, you can't understand it at the beginning, can you? dann kann man es ja am Anfang nicht verstehen, oder? Can you? Nein, kann man das? No. You can't. Nein, kann man nicht. Because to understand what's going to happen at the end, Denn um zu verstehen, was am Ende passiert, what do you need to know? was muss man denn da wissen? You need to know the beginning. Man muss den Anfang wissen. And the beginning, it doesn't say the beginning in the verse. What does it say? Und in dem Vers, was sagt es da? Was ist da am Anfang? Isaiah 46, verse 10. Read it. Jesaja please. 46, Vers 10. So we're clear on what it says. Damit wir einfach hier verdeutlichen, was es hier sagt. It's a repeat and enlarge. Es ist eine Wiederholung und eine Erweiterung. It does say beginning, but there's another word. Ähm, Let me check it if it says it in the German. okay. Can we find it in the German? What word is it? Did you say? Say it in the German. Sagt es im Deutschen. I don't want the word beginning. Ich möchte nicht das Wort Anfang. It says ancient time. Ja. Okay? Ancient. Vorzeit. If I'm here Wenn ich hier bin and I said ancient, und ich sage Vorzeit, what does that mean? was bedeutet das denn? Past. Es bedeutet die Vergangenheit. It does not mean today. Es bedeutet hier nicht heute. So if you want to understand Wenn ihr verstehen möchtet, the prophecy, die Prophezeiung verstehen möchtet, where do you need to be? wo muss man denn da sich befinden? You can't be at the ancient time, which is the beginning. Man kann nicht am Anfang sein, You have to be in the middle. sondern man muss sich in der Mitte befinden. Can we agree with that? Können wir damit übereinstimmen? Okay, the reason I'm pausing. Der Grund, warum ich pausiere. Can you all hold on to this one thought, and I want to talk about something completely different. Können wir jetzt alle an diesem Gedanken festhalten und jetzt denke ich über etwas anderes nach. Can you hold on to that? Haltet diesen Gedanken fest. Wir sprechen jetzt kurz über was anderes. Pray that I can as well, because I forget really quickly. Bete, dass auch ich das hier festhalten kann. Ich verliere Dinge schnell. If that is true, Wenn das wahr ist, if we want to understand wenn wir verstehen wollen, Panium, Panium verstehen wollen, if you want to understand Panium, full stop. wenn wir Panium verstehen wollen, Where is Panium? wo ist Panium? Future. In Future. der Zukunft. If you want to understand Panium, Wenn du Panium verstehen willst, where do you have to be? wo muss man denn da sein? You have to be in the middle, Man muss in der Mitte in sein, the present. in der Gegenwart.
What is the beginning? Was ist denn der Anfang? If Panium is the end, what's the beginning? Panium ist das Ende. Raphia. Raphia ist der Anfang. So if you want to understand something, Also wenn wir etwas verstehen wollen, where can you not be? wo kann man sich denn nicht befinden? In You der Beginnung. cannot be at the beginning. You cannot be at Raphia. Man kann sich nicht in Raphia befinden am Anfang, man muss in der Mitte sein. So Future for America Future for America are really excited ist bereits schon ganz aufgeregt, because they say, denn sie sagen, we don't understand about Raphia. wir verstehen Raphia zwar nicht. Should we be expected to understand about Raphia? We understand all about We Raphia. don't understand anything Okay, about but then Raphia. I did correct it. And then this other sentence. Said that? Yeah. Future for America Future for America say we don't understand anything about Raphia. sagen, wir verstehen nichts über Raphia. Could we please explain November the 9th? Können wir bitte den 9. November erklären? And we say, not really. Und wir sagen, nicht wirklich. Should we be expected to? Sollte das von uns erwartet werden? No, Nein, because it's at the beginning denn es ist am Anfang and we are nowhere near the middle. und wir sind noch nicht in der Mitte. We're going to have to go through some history Wir müssen durch etwas Geschichte hindurchgehen, to understand what? um was zu verstehen. To understand the ancient times. Um die Vorzeit zu verstehen. If you understand Raphia, Also wenn du Raphia verstehen beginning, willst, the den ancient Anfang, times, das Vorzeit, you have to go through some history musst du erst durch ein bisschen Geschichte dahin to durchgegangen get sein, to the middle um dann in die Mitte da zu kommen, so you can understand what Panium is um zu verstehen, was Panium ist, based upon Raphia. basierend auf Raphia. Now, if you believe Also wenn du glaubst, that what Isaiah 46:10 is teaching you, ist, dass das ist, was Jesaja 46, Vers 10 euch lehrt, which is in agreement with what we have been saying for a long time, was mit dem übereinstimmt, was wir seit sehr langem sagen, then you know dann weiß man, you cannot understand the intricacies of Panium dann kann man die Eigenschaften oder die Details von Panium nicht verstehen. until where? Bis wann? When you're the in the middle. present, in the middle somewhere. Bis man sich irgendwo da in der Mitte befindet. The Future for America, Und Future for America, they think die denken, that they can predict Panium dass sie Panium vorhersagen können, before you even get to the beginning. bevor man überhaupt zum Anfang kommt. Before you even get to Raphia, which is the beginning, how can you even predict the end? Bevor man überhaupt zu Raphia kommt, welches ja der Anfang ist, wie könnte man da überhaupt das Ende vorhersagen? You haven't even reached the ancient times yet. Du bist ja noch nicht mal zu dieser Vorzeit angekommen. So the ancient times aren't even ancient. Also die Vorzeiten sind ja dann noch nicht mal wirklich in der Vergangenheit. It all sounds seductively simple. Es klingt alles sowas von täuschend einfach. People are becoming emotionally excited. Leute werden einfach nur emotional aufgeregt. You just do some numbers, Du machst einfach nur so ein paar Nummern calculate some dates according to calendars. und tust ein bisschen Daten kalkulieren in Bezug auf Kalender. Whatever those things mean or don't mean, Und was auch immer diese Dinge bedeuten oder auch nicht bedeuten, this is not using a recognized methodology that we take from inspiration. ist es, das benutzt keine Methode, die wir anerkennen vom Geist der Weissagung. If you're going to be serious Wenn wir hier ernst sein wollen, about being part of the church triumphant, Teil der siegreichen Gemeinde zu sein, you need to be dealing with two chapters, dann muss man mit zwei Kapiteln umgehen können. both taken from the book of Isaiah. Beide vom Buch Jesaja. Isaiah 28, Isaiah 46, Jesaja 28 und Jesaja 46. line upon line, Linie auf Linie, ancient and future. Vorzeit und Zukunft. If you don't deal with those two methodologies or those two passages correctly, you come up with fanciful, foolish ideas. Wenn man nicht mit diesen zwei Abschnitten sie korrekt versteht, dann kommt man mit komischen, fancy Ideen auf, die einfach nur töricht sind. Don't answer. Antwortet nicht. Where is the beginning? Wo ist denn der Anfang? The ancient time. Die Vorzeit. 2014. 2014. Now answer. Jetzt antwortet. Where is the future? Wo ist denn die The Zukunft? things that are not yet. Die Dinge, die noch nicht passiert sind.
2019. 2019. We've gone back one dispensation. Wir sind einfach eine Dispensation zurückgegangen. 2014, 2019. 2014, 2019. When you're in the middle, Wenn du in der Mitte bist, what can you predict? was kannst du vorhersagen? 2019. 2019, 2019. November the 9th. Den 9. You November. predict it. Man tut es vorhersagen. Now, when you come out of that dispensation Und wenn man aus dieser Dispensation herauskommt and you review, und man es nochmal überdenkt, you cannot do the review process dann kann man diesen Prozess, when you're at the beginning. da kann man das nicht tun, wenn man da an diesem Anfangspunkt steht. And we're still at the beginning. Und wir sind immer noch an diesem Anfangspunkt. We have to go further into this dispensation before we're ever going to understand the beginning in order to understand the end. Also wir müssen in dieser Dispensation noch weiter hineingehen, um den Anfang zu verstehen, damit wir dann das Ende dieser Dispensation verstehen können. I do not agree with the theology or the methodology that Future for America are using. Ich tue nicht mit der Theologie und dieser Methode, die Future for America benutzt, übereinstimmen. But there's one thing that they are doing. Aber da gibt es eine Sache, die sie tun. If people want to argue Wenn Leute diese Argumente aufbringen möchten, that we're here dass wir hier sind in January im Januar and the ancient times Und- were November, und der Anfangspunkt, die Vorzeit wäre der November, 2 months. 2 Monate, They say, oh, we're past the beginning, we're here. You Sagen- can start doing your work. sagen, das ist ja schon Vergangenheit, wir sind jetzt 2 Monate weiter, wir können unsere Arbeit hier aufnehmen. Even Future for America Sogar Future for America are forced to recognize one thing, sind dazu gezwungen, eine Sache zu erkennen. even though they don't even see it this way. Auch wenn sie es in folgender Art und Weise nicht sehen. We're still at the beginning. Wir sind immer noch am Anfang. They teach that Sie lehren das, because they recognize denn sie erkennen, that from November the 9th dass vom 9. November to sometime in the imminent future, bis zu einem Punkt in der nahen Zukunft this is their time of sealing. ist es ihre Zeit der Versiegelung. Their close of probation isn't a singular date, it's this 2-month period. Dieses Ende der Gnadenzeit für sie ist nicht dieser einzige Tag, sondern diese Zeitperiode. So even they are forced to acknowledge Sogar sie sind dazu gezwungen, anzuerkennen, that though they understand November the 9th, dass auch wenn sie den 9. November das Datum verstehen, that there's this period of time dass es da diese Zeitperiode gibt, where whatever they think is going to happen. wo auch immer, was sie denken, was da passiert, dann passieren würde. I don't agree with their conclusions, Und ich tue mit ihren Schlussfolgerungen oder ihren Ideen, die daraus kommen, nicht übereinstimmen. but I want to make the observation Aber ich möchte die Beobachtung tätigen, that their own theology dass ihre eigene Theologie, die sie is haben, teaching that they're at the beginning, the ancient. dass sie lehrt, dass sie hier am Anfang sind. So why would they, Warum würden sie, if they believed in Isaiah wenn 46, sie in Jesaja 46 glauben würden, ask us to explain November, uns fragen, dass wir den 9. November erklären? ask us to explain the beginning Sie würden uns fragen, den Anfang zu erklären, when we're where? wenn wir wo sind? The beginning. We're still in the beginning. Wo wir noch immer am Anfang sind. The Bible teaches you that it's impossible to do that. Die Bibel lehrt uns, dass das unmöglich ist, das zu tun. And people are blindly following them. Und Leute tun ihnen blind folgen. Fulfillment of Matthew 14, verse 15. Die Erfüllung von Matthäus 24, Vers 15. Without realizing what they're doing. Ohne dass sie erkennen, was hier sie tun. It's foolish to follow Future for America. Es ist töricht, Future for America zu folgen. When they accuse us Wenn sie uns anschuldigen, of being here dass wir uns hier befinden and expecting us to explain this, und erwarten, dass wir das hier erklären, when they admit themselves wenn sie selber ja sagen, that we're still in the ancient times and they're not even ancient yet. dass wir in der Vorzeit sind und dass ja noch nicht mehr die Vorzeit ist. We're at the beginning Wir sind am Anfang and the beginning is not ancient. und der Anfang ist ja noch nicht zur Vorzeit geworden. You have to get to here Man muss hier hinkommen, before this becomes ancient and then it becomes explainable. bevor es dann zur Vorzeit wird, also Vergangenheit wird, und dann kann man es erklären. This is not double talk. Das This ist- is biblical methodology. Das ist nicht, dass man die Dinge doppeldeutig auslegt oder sagt, sondern das ist biblische Methode. And they are breaking
every single rule that they claim to uphold. Und sie tun jede Regel brechen, wo sie behaupten, dass sie eigentlich sie hochheben. And for those people who have been deceived in listening to them, Und diejenigen, die dadurch getäuscht sind, dass sie ihnen zuhören sollten, they should take heed to these warnings. sie sollten diesen Warnungen Gehör schaffen. If you Wenn du have any kind of sympathetic leaning towards following or listening to these people, irgendwie eine sympathische Einstellung hast, ihnen zu folgen oder ihnen zuzuhören, first of all, als erstes explain to me erkläre mir, what I'm teaching that's wrong about Isaiah 46 verse 10. sage mir, was ich falsch lehre über Jesaja 46, Vers 10. You go to a thus saith the Lord. Geht zu einem, so sagt der Herr. Everyone knows ancient means past. Jeder weiß, dass die Vorzeit Vergangenheit bedeutet. They teach themselves they're in the present. Sie lehren selber, dass sie sich in der Gegenwart befinden. Therefore, we cannot be expected to explain or fully understand November the 9th, Und deswegen the kann beginning. es nicht erklärt werden, kann es nicht erwarten werden, dass wir den 9. November erklären, welches nämlich der Anfang ist. Let alone Panium. Und wir sprechen hier noch gar nicht von Panium. And they've got such fanciful ideas. They actually now have predicted the date for the Sunday law. Und die haben so komische Ideen, dass sie jetzt sogar das Datum haben, das das Sonntagsgesetz vorhersagt. And that's a dispensation afterwards. Und das ist sogar eine Dispensation dann noch weiter. The whole thing Die ganze Sache is crazy. ist sowas von verrückt. So, that's enough of that. Das ist genug jetzt. When we come to Revelation 10, Wenn wir zur Offenbarung 10 kommen, we're in 1840, we're in the middle. wir sind 1840, wir befinden uns in der Mitte. The angel comes down, Der Engel kommt hernieder, the book's opened, das Buch wird geöffnet and now he's going to explain und jetzt erklärt er, what? was? The future, Die Zukunft, based upon basierend the auf past. der Vergangenheit. He's going to explain 1844 based upon 1798. Also er basiert 1844 basierend auf 1798. That's what the seven thunders are. Das ist, was die 7 Donner sagen. So, the angel of Revelation 10 Der Engel aus Offenbarung 10, Entschuldigung, is the angel of Revelation 14. ist der Engel aus Offenbarung 14, Vers 8. It's the same person. Es ist die gleiche Person. But now, Aber jetzt, he was flying in heaven in chapter 14, also in Kapitel 14, ist er im Himmel geflogen, and now he's landed upon the earth aber jetzt ist er auf der Erde gelandet. in 10. In Kapitel 10. In 14, In Vers 14 we call it the arrival, nennen wir es die Ankunft. and we know that 1840 is the empowerment. Und wir wissen, 1840 ist die Bekräftigung. When he flies, Wenn er fliegt, connected to the arrival. Is When it- he lands, it's connected to the empowerment. ist er verbunden mit der Ankunft. Und wenn er landet, dann ist das die Bekräftigung. Same angel. Der gleiche Engel. Second angel. Der zweite Engel, It's flying through the midst of heaven. es fliegt durch den Himmel. Revelation 14. Offenbarung, Vers 14. What will it do? Was wird es tun? It too will land. Es wird auch landen. And when it lands, Und wenn es landet, it will be the empowerment of that message. dann wird es die Bekräftigung dieser Botschaft sein. When does the angel land? Und wann landet der Engel? Right here. Am Sonntagsgesetz. Sunday law. Am Sonntagsgesetz. It's been flying around Hier, ist die ganze Zeit geflogen, all of this time. diese ganze Zeit. And now it's landed where it marks the empowerment. Und jetzt landet es, wo es dann die Bekräftigung ist. Upon the testimony of two, a thing is established. So basierend auf dem Zeugnis von 2 ist eine Sache etabliert. The first and the second follow the same plan. Der erste und der zweite folgen dem gleichen Muster. Flying through the midst, landing on the earth. Sie fliegen inmitten des Himmels und dann tun sie auf der Erde landen. The third angel's message, we do not have enough information Und mit der dritten Engelsbotschaft, da haben wir nicht genug Information, to explain that relationship. Therefore, we would base it upon the testimony of two. und um es da ausreichend zu erklären, deswegen nehmen wir einfach das Prinzip basierend auf 2 Zeugen hat eine Sache Bestand. So I would suggest, Also was ich vorschlagen based möchte, upon these Bible verses, basierend auf dieser Bibelverse,
Revelation 14 verse 6, Offenbarung 14, Vers 6, Revelation 10 verse 1, Offenbarung 10, Vers 1, Revelation 14 verse 8, Offenbarung 14, Vers 8, Revelation 18 verse 1, Offenbarung 18, Vers 1, that the second angel dass der zweite Engel didn't return back to heaven and came back down again. It's always been here. Das- This is this line. dass dieser zweite Engel nicht heruntergekommen ist und dann wieder gegangen ist, sondern dass es hier diese rote Linie ist, immer da gewesen ist. The logic would tell you that. The biblical model tells you the same. Die Logik würde uns das sagen und das biblische Modell würde uns das auch sagen. And when Ellen White says the message is repeated, Und wenn Ellen White sagt, dass die Botschaft wiederholt wird, she actually means the message is repeated with force. dann sagt sie hier, dass die Botschaft eigentlich mit Kraft wiederholt wird. Seventh-day Adventists are the second angel. Die 7-Tags-Adventisten sind der zweite Engel. If the message had gone to heaven, Wenn die Botschaft in den Himmel wieder gegangen wäre, we would have been silenced. dann wären wir ruhig gestellt worden. But we've been given the warning that Babylon is fallen all the way through this history, never stopped. Aber diese Warnung, dass Babylon gefallen ist, wurde uns hier gegeben und wir tragen sie durch die ganze Geschichte hindurch. Wir haben nie gestoppt. Here, Hier, we repeat. da wiederholen wir es. Means we carry on saying the same thing Das heißt, wir sagen immer weiter die Dinge, that we said yesterday, die wir gestern gesagt haben, but now we say it with power aber jetzt sagen wir es mit Kraft. because the time has come that Denn it's actually fallen. Die Zeit ist gekommen. Ist nämlich jetzt wirklich gefallen. So that's how I'm suggesting that Ellen White quote should be understood. So schlage ich vor, dass das Ellen White Zitat so verstanden werden sollte. Adventism never stopped speaking about the fall of Babylon. Der Adventismus he never speaks about Never it. stopped. Okay, der Adventismus hat niemals gestoppt, über den Fall Babylons zu sprechen. We just repeat what we've already said Wir wiederholen hier nur, was wir bereits schon gesagt haben, all of this time was wir die ganze Zeit gesagt haben, with force. mit Kraft jetzt. It comes down, Es kommt hernieder, which is the same imagery of Revelation 10 coming down. welches das gleiche Bild ist, wie wir in Offenbarung 10, Vers 1 haben, dieses Herniederkommen. And we know that's the empowerment of the first Und wir wissen, das ist die Bekräftigung des Ersten. because the angel with the book in his hand is the first angel. Denn der Engel, der das Buch in seiner Hand hat, ist der erste Engel. All he's going to do now Alles, was er jetzt tun wird, is give a worldwide message, ist, dass er eine weltweite Botschaft gibt, which in fact is the same language as 14 verse 6. That's how you know this is repeat and enlarge. welches die gleiche Sprache sogar ist wie in Offenbarung 14, Vers 6. Das heißt, wir wissen, dass es hier eine Wiederholung und Erweiterung Which is ist, another important principle. welches ein weiteres wichtiges Prinzip ist. When you read verses Wenn man die Verse liest and you put dates to them, und man Daten daran markiert, the verses or the stories always tend to speak about the end, Then- not the beginning. dann tun die Verse oder die Passagen dazu neigen, das Ende zu markieren, nicht der Anfang. That's why, Das ist, talking about end time prophecy, wenn wir über die Endzeitprophezeiung sprechen, the church looks so good, dass dass die Gemeinde so gut aussieht. whether it's a glorious triumphant church or the glorious holy mountain Aber es- or the 144,000, Ob es die herrliche Gemeinde ist oder dieser herrliche Berg oder die 144.000. because those verses take you to the end, Denn diese Verse bringen uns zum Ende. not all through this history where we've been glorified Nicht, and changed. nicht durch diese ganze Geschichte hindurch, wo wir verherrlicht werden bzw. verändert werden. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. It's my hope and my prayer Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, that even the newest and the weakest amongst us dass sogar die Neuesten und Schwächsten unter uns may hold on to these simple principles an diesen einfachen Prinzipien festhalten mögen and know that you are leading us. und dass sie wissen, dass du uns leitest. We might not be able to repeat them. Wir mögen dies alles nicht wiederholen. We may not understand the depths of these issues, Wir mögen die Tiefe dieser Themen nicht verstehen, but every single one of us aber ein jeder von uns can see what it means when you say past, present, and future. kann verstehen, was es bedeutet, wenn du sagst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Help us to trust in the methodology that you gave to us.
Helf uns, dass wir in die Methode, die du uns gegeben hast, vertrauen können. Help us not to be shaken. Helf uns, dass wir nicht gerüttelt, gesichtet werden. We ask for blessing in Jesus' name. Wir bitten dich für den Segen in Jesu Namen. Amen. Amen.